vom Campus. Ihr möchtet endlich anfangen zu studieren und wartet schon sehnsüchtig auf die Rückmeldung von euren Uni-Bewerbungen? Dann seid ihr hier genau richtig, denn heute geht es um 5 Schritte von der Zulassung bis zum Studienstart. Herzstück ist dabei natürlich die Einschreibung. Die kommt bei mir aber erst im Schritt 3. Falls ihr direkt dorthin springen möchtet, nutzt doch gerne die Zeitverlinkungen unten in der Videobeschreibung. Los geht's jetzt aber erstmal mit meinem Schritt Nummer 1 und das ist die Zulassung. Den Stand eurer Bewerbung könnt ihr meistens online checken. Für manche Unis bekommt ihr den Zulassungsbescheid auch nur über das Online-Portal, über das ihr euch auch beworben habt. Also schaut dort auf jeden Fall regelmäßig rein, denn die Fristen für die Einschreibung sind manchmal etwas kurz. Der Zulassungsbescheid von der Leuphana kommt postalisch. Ihr bekommt sogar eine ganze Mappe voll mit Informationen zum weiteren Verlauf. Schaut ruhig auch trotzdem online nach dem Stand eurer Bewerbung, denn so könnt ihr im Notfall nachhaken, falls ihr zum Beispiel seit ein paar Tagen zugelassen seid, aber irgendwie ist noch gar keine Post da. Oder ihr seid im Urlaub und habt gesehen, ihr seid zugelassen, könnt die Post aber jetzt gerade gar nicht annehmen. Dann meldet euch und ihr findet bestimmt eine Lösung. Den Link zum Online-Check, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr habt eure Zulassung erhalten, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch. Nun seid ihr wieder an der Reihe und müsst euch entscheiden. Möchtet ihr euer Studium in dem Studiengang beginnen oder nicht? Der Schritt 2 für mich ist also die Entscheidung. Falls ihr euch da noch unsicher seid, dann schaut doch gerne bei der Studienberatung vorbei. Der Besuch dort ist manchmal wirklich Gold wert. Aber denkt daran, solange ihr überlegt, ob ihr das Studium startet oder nicht, die Frist für die Einschreibung läuft. Das ist aber schon mal eine ganz gute Übung für das Studium, denn auch da gibt es immer wieder Anmelde- und Abgabefristen. Wenn ihr euch entschieden habt, dass ihr den Studiengang beginnen möchtet, dann kommt jetzt der Schritt Nummer 3, die Einschreibung. Und die Einschreibung, die ist an jeder Uni ein bisschen anders. Meistens sind es aber die ähnlichen Dokumente, die ihr dafür benötigt. Zum einen braucht ihr das ausgefüllte Anmeldeformular und den unterschriebenen Antrag auf Einschreibung. Achtung, falls ihr unter 18 seid, dann benötigt ihr für den Anmeldeantrag die Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person. Außerdem braucht ihr auch eine Bescheinigung von eurer Krankenkasse. Allgemein könnt ihr bis 25 über eure Familie versichert sein, außer ihr arbeitet nebenher mehr als für einen Minijob und ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, euch studentisch zu versichern. Da informiert euch am besten bei eurer Krankenkasse. Falls ihr bei der Bewerbung nicht schon alles beglaubigt nachgewiesen habt, dann braucht ihr spätestens jetzt auch Nachweise über alle Angaben, die ihr in der Bewerbung gemacht habt. Meistens braucht man für die Unis auch ein bestimmtes Englischniveau. An der Leuphana ist Englisch zum Beispiel generell sehr wichtig. Für die deutschsprachigen Studiengänge könnt ihr aber an der Uni selbst noch Sprachkurse belegen und müsst den Nachweis dann bis zum Ende des 2. Semesters nachreichen. Für englischsprachige Studiengänge braucht ihr den Nachweis über eure Englischkenntnisse aber schon vor Beginn des 1. Semesters. Auch sehr wichtig für die Einschreibung ist der Beleg über die Überweisung des Semesterbeitrags. Was ihr da genau bezahlt, darüber informiert euch die jeweilige Uni. Der Semesterbeitrag ist übrigens ein halbjährig wiederkehrender Schritt im Studieleben. Ihr gebt damit quasi die Rückmeldung für die Uni, dass ihr auch weiterhin gerne eingeschrieben bleiben möchtet. Im Semesterbeitrag für die Leuphana ist direkt das Semesterticket für Bus und Bahn enthalten. Damit können wir in Lüneburg Bus fahren und den Nahverkehr in Niedersachsen und Bremen nutzen. Teilweise kommen wir auch über die Landesgrenze hinaus, zum Beispiel nach Hamburg oder nach Lübeck. Ob ein Sommertag an der Nordsee oder eine Wanderung im Harz, das Semesterticket solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Total cool finde ich auch das Semesterticket Kultur. Das ist auch an der Leuphana direkt im Semesterbeitrag inbegriffen. Damit kommen wir zum Beispiel an der Abendkasse kostenlos ins Theater Lüneburg und wir bekommen auch gratis Eintritte in viele lokale Museen. Alle Infos zum Semesterticket an der Leuphana findet ihr über den Link unten in der Videobeschreibung. Was ihr genau für die Einschreibung, wann, wie und wo abgeben müsst, darüber informiert euch die jeweilige Uni. Meistens kommen die Infos direkt mit dem Zulassungsbescheid. In der Leuphana Zulassungsmappe findet ihr auch eine Checkliste, wo ihr alles, was ihr zusammensammelt, abhaken und dann zusammen losschicken könnt.
Habt ihr alles fristgerecht eingereicht, dann schickt die Uni euch eure Immatrikulationsbescheinigung, also die Bescheinigung darüber, dass ihr ab dem kommenden Semester auch wirklich an der Uni eingeschrieben seid und meist auch direkt den Studierendenausweis an der Leuphana inklusive Semesterticket zu. Und dann ist es soweit für Schritt Nummer 4. Die Einrichtung. Es gibt nämlich viele Dinge, die jetzt eingerichtet werden sollten. Dazu zählen auch technische Sachen, wie zum Beispiel die Einrichtung eures Studi-Mail-Accounts. Denn an der Uni bekommt jeder eine eigene Mail-Adresse. Cool, oder? An der Leuphana findet ihr die Anmeldedaten direkt auf dem Zettel mit euren Immatrikulationsbescheinigungen. Meistens gibt es auch Portale für die Stundenplanerstellung und für die Prüfungsverwaltung. An der Leuphana sind das vor allem MyStudy und KISS. Wie das alles genau funktioniert, das bekommt ihr nochmal ausführlich erklärt bei Semesterstart. Aber es lohnt sich schon mal einen kleinen Blick auf das Vorlesungsverzeichnis zu werfen. Und für MyStudy findet ihr da eine Anleitung über einen Link unten in der Videobeschreibung. Auch zu der Einrichtung zähle ich mögliche Vorkurse. An der Leuphana könnt ihr schon vor Semesterbeginn an Online-Vorkursen in Englisch, Mathe und Chemie teilnehmen. Englisch braucht ihr hier immer wieder, auch für die deutschsprachigen Studiengänge, zum Beispiel in vorbereitender Literatur und für die englischsprachigen Studiengänge natürlich sowieso. Mathe und Chemie sind aber eher studiengangsspezifisch. Und noch etwas sollte eingerichtet werden: euer neues Studileben. Dazu zählen auch finanzielle Aspekte, denn so ein Studium ist nicht immer ganz günstig. Infos zur Studienfinanzierung, also zu BAföG, zu Stipendien, zu möglichen Nebenjobs, findet ihr meistens auch auf den Uni-Websites. Den entsprechenden Link zur Leuphana packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Ihr solltet euch auch Gedanken über das Wohnen machen, also ob ihr pendeln möchtet. Ich kenne zum Beispiel viele in Lüneburg, die immer aus Hamburg zur Uni kommen. Oder ob ihr euch, so wie ich, auf die Suche nach einer Wohnung, einem WG-Zimmer oder auch einem Zimmer in einem studentischen Wohnheim in der Stadt eurer Uni macht. Dazu zählt dann natürlich auch das Umzugplanen. Vielleicht braucht ihr noch Möbel oder ein Internet oder einen Stromanbieter. Es lohnt sich also auf jeden Fall, ein paar Tage früher anzureisen. So könnt ihr euch auch noch ganz entspannt in der neuen Stadt melden lassen und schon mal neue Orte kennenlernen. Und auch die Freizeit kann schon mal ein bisschen vorgeplant werden. Natürlich sollte man nicht alles durchtakten, aber vielleicht gibt es Sportangebote, Initiativen oder Engagements, über die ihr euch schon mal informieren möchtet und vielleicht so schon auch erste Kontakte knüpft. Und dann ist wirklich alles tipptopp vorbereitet für eure Ankunft und ihr könnt die ersten Tage an der Uni voll und ganz auskosten. Denn dann kommt der Schritt Nummer 5, der Studienstart. An allen Unis gibt es Starttage. Jedenfalls kenne ich keine, an der das nicht so ist. Das Angebot ist zwar meistens nicht verpflichtend, aber absolut empfehlenswert zum Kennenlernen und für die Basic-Infos. In der Leuphana bekommt ihr an den Starttagen nochmal ausführliche Informationen über die Stundenplangestaltung, über die verschiedenen Services hier, wie zum Beispiel den VPN-Zugang, mit dem ihr von zu Hause aus auf die Bibliothek zugreifen könnt, über die Leuphana-Card für Ausleihen und für das Mensaessen und. Außerdem stellen sich an den Starttagen auch die Fachschaften vor und der AStA, also der Allgemeine Studentinnenausschuss, und auch die verschiedenen Initiativen haben dort ihre Kennenlerntreffen. Um den Überblick bei den ganzen Kennenlernangeboten nicht zu verlieren, schaut doch regelmäßig in euer Uni-Mail-Postfach und es lohnt sich auch, die Social-Media-Kanäle von den Unis auszuchecken. An der Leuphana sind das vor allem die Facebook-Gruppe und die Instagram-Accounts von der Leuphana und vom Leuphana College. Die Starttage an der Leuphana sind übrigens Teil einer ganzen Opening Week. Da geht es zum einen auch um das Kennenlernen im Allgemeinen. Natürlich darf hier auch gefeiert werden, aber das Ganze passiert nochmal auf einer anderen Ebene. Es geht nämlich auch darum, schon mal das wissenschaftliche Arbeiten mit gesellschaftlicher Praxis und Verantwortung kennenzulernen. So konnte ich in meiner Opening Week direkt echtes Teamwork erleben und dadurch entstehen dann eben auch Freundschaften, die einen über das ganze Studium und oft sogar darüber hinaus begleiten. Naja, und außerdem nach der ganzen Warterei und Organisation könnt ihr jetzt endlich selbst aktiv werden. Also nochmal zusammengefasst, die für mich 5 wichtigsten Schritte von der Zulassung bis zum Studienstart. Erstens die Zulassung von der Uni. Zweitens eure Entscheidung für den Studiengang. Drittens die fristgerechte Einschreibung. Viertens die Einrichtung eures neuen Studielebens. Und schließlich 5. der Studienstart.
Falls ihr noch Fragen habt, dann fragt immer gerne bei eurer Wunschuni nach, denn es geht hier schließlich um eure Zukunft. Und falls ihr noch Tipps zum Studienstart habt oder Themenvorschläge für weitere Videos, dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf, wünsche euch jetzt viel Erfolg für euer Studium und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja schon bald hier auf dem Leuphana Campus. Tschüss!